Herzlich willkommen zu Franconian Western und heute steht mein erster Umbau einer rein analogen Lokomotive auf digital an. Das Modell ist von SDS Models und dort unter der Marke Auspower erschienen. Eine Marke, die bewusst einfach gehaltene Lokomotiven zu einem günstigen Preis anbietet. Das Modell basiert auf alten Austrains-Formen, ist aber anders als die NR-Class in der Austrains Neo-Reihe deutlich einfacher gehalten und gibt nicht alle Details des Vorbilds akkurat wieder. Deshalb bezeichnet man das Modell auch nicht nach seiner eigentlichen Typbezeichnung, auf dem es basiert, nämlich einer Victorian Railway C-Class, sondern nennt es bei SDS Models lediglich 3000 Horsepower Mainline Locomotive. Vom Original wurden zwischen 1977 und 1978 10 Stück von Clyde Engineering gebaut und 8 davon stehen heute noch im planmäßigen Dienst. Bei SDS Models hat man sich dafür entschieden, die Lok neben den Originallackierungen auch noch in insgesamt 6 Lackiervarianten aufzulegen, mit denen sie aber nie unterwegs war, und man hatte da wohl den richtigen Riecher, denn 4 davon sind bereits werksseitig ausverkauft. Ein Farbkleid, das die C-Class nie trug, war das der Genesee & Wyoming, aber für mich als großer GWA-Fan war das natürlich kein Hindernis. Das Modell ist von der Detaillierung her ein ganzes Stück über denen der Pico Hobby-Reihe, auch wenn viele Details nur angespritzt sind. Man findet aber auch beispielsweise durchbrochene Lüftergitter oder extra angesetzte Griffstangen. Beim Druck macht sich dann die einfache Ausführung wieder bemerkbar. Die schwarze Zierlinie scheint deutlich unter dem Logo hindurch. Zum Öffnen muss man lediglich die Rastnasen am Gehäuse lösen. Es sind insgesamt 8 Stück, eine vorne, eine hinten und jeweils 3 an den Längsseiten. Im Inneren präsentiert sich die Lok sehr aufgeräumt, verfügt über einen Motor mit 2 Schwungmassen und alle elektrischen Verbindungen laufen auf einer Platine am Ende der Lok zusammen. Die Lok verfügt am vorderen Ende über eine LED für das Spitzensignal und über dem Motor über einen kleinen Hohlraum, in dem man den Decoder verstecken kann. Was man tatsächlich nicht findet, ist eine wie auch immer geartete digitale Schnittstelle, nicht einmal eine 8-polige. Hier ist also selber Löten angesagt. Um noch einmal den Vergleich zu den Pico Hobby Loks aufzugreifen, immerhin ist das Modell hier ca. 1/3 teurer als die aktuellen Hobby Loks. Die verfügen alle über eine 8-polige digitale Schnittstelle. Erster Schritt daher: alle Kabel von der kleinen Platine, die in der Lok verbaut ist, ablöten. Das gleiche dann mit dem Stecker am Decoder, in meinem Fall ein ESU-Lok-Pilot, wiederholen. Die eigentliche Idee hinter der Übung war, dass ich mir das Abisolieren der Kabel für das Zusammenlöten dann spare, aber ganz ehrlich, am Ende wäre Abzwicken die deutlich schnellere Variante gewesen. Also Kabel abisolieren, neu verzinnen und dann das Ganze wieder zusammenlöten. Die beiden Stromabnehmer von den Drahtsätzen kommen an Schwarz und Rot am Decoder, der Motor an Grau und Orange und das Spitzenlicht kommt an Weiß und Blau. Hätte ich beim Demontieren der Lok übrigens gut aufgepasst, wäre mir aufgefallen, dass da ein Vorwiderstand auf der kleinen Platine sitzt. Kein Wunder, das LED-Spitzenlicht ist ja eine LED. Und so hat halt meine nur einmal kurz geleuchtet. Ein insgesamt verschmerzbarer Verlust, denn mit den sehr bescheidenen Möglichkeiten überhaupt Licht zu schalten an dieser Lok, es gehen zum Beispiel keine Ditchlights, wäre sie nie an die Spitze des Zuges gekommen. Am sinnvollsten dürfte es sein, die Originalplatine auch für die digitalisierte Lok dafür zu benutzen, denn dann hat man auch gleich noch Lötpunkte für die Kabel. Ein weiterer Stolperstein sind die Kabel, die von den Drahtsätzen den Strom abnehmen, denn obwohl in der Lok nur schwarze und rote Kabel verbaut sind, hat man es tatsächlich geschafft, die zwischen dem vorderen und dem hinteren Drehgestell zu verdrehen. Man muss also ein schwarzes mit einem roten Kabel und dann dem entsprechenden Kabel vom Decoder verlöten. Jetzt nur noch alles zusammenbauen. Ich habe mir letztens einen Satz Kapton-Tapes zugelegt, die hier zum ersten Mal zum Einsatz kommen. Was ich auf jeden Fall noch brauche, ist kleiner Schrumpfschlauch, weil die
verlöteten Kabelenden mit Kapton-Tape zu isolieren, ist irgendwie nicht so der Weisheit letzter Schluss. Die Kabel passen ganz gut in die Nut oben im Gehäuse, obwohl es deutlich mehr sind als vorher, und der Decoder passt in der Tat, wie vorher vermutet, in die Aussparung über dem Motor. Beim Aufsetzen des Gehäuses und dem etwas harten Einrasten der Plastiknasen ist mir tatsächlich das Horn auf der Haube vor dem Führerstand versprungen. Das sollte man beim Montieren vorher besser abnehmen, bevor es unwiederbringlich verloren geht. Meines fand sich zum Glück direkt auf dem Basteltisch wieder, und somit ist die Victorian C-Class in den Farben der Genesee & Wyoming Australia jetzt einsatzbereit.